Hallo und herzlich willkommen hier im Walde neben dem Sumpfe an einem weiteren wunderschönen Tag. Und viel mehr gibt es gerade nicht zu sagen. So, die Tomaten sind noch da. Und auch hier ist alles so, wie ich es verlassen habe. Sehr schön. Ich habe diese Woche wieder ein paar Erweiterungen mitgebracht, womit man hier etwas bauen kann. Regenrinnen und noch Zellstoff oder eine Art Vordach, was man hier drüber geben kann. Aber zuerst werde ich mal diese wunderbare Ruhe, die hier herrscht, wo man nur ein paar Vögel hört, das Rauschen des sanften Windes in so manchen Blättern. Diese Ruhe werde ich jetzt erstmal stören durch Lärm. Ist ab und zu ganz gut, so ein bisschen einen Kahlschlag zu betreiben oder ein bisschen Ordnung zu schaffen. Aber es ist interessant, was Spiegel so prägen oder was sie so ausmachen in einem. Es war, wie ich nach Schweden gezogen bin, vor 5 Jahren mittlerweile, habe ich erst mal in einem Zelt gewohnt. Insgesamt 2,5 Jahre, ein Jahr davon auf einer Insel. Aber in dieser ganzen Zeit im Zelt war das mein einziger Spiegel. Und den habe ich halt alle paar Wochen verwendet, wenn mir der Bart wieder zu groß wurde und ich ein bisschen mehr frische Luft spüren wollte. Und habe mir sonst sehr entwöhnt von meinem eigenen Bild oder mich selbst zu sehen, jeden Tag in der Früh oder so, vor dem Spiegel im Badezimmer. Und das war dann immer ganz interessant, wenn ich bei Leuten zu Besuch war, die halt ein normales Badezimmer gehabt haben und beim Händewaschen am Waschbecken mich gesehen habe, dann war das so neu irgendwie und wieder so, ah ja, so schaue ich aus, so groß ist der Bart, so lang die Nasenhaare. Und ja, es ist immer sehr unwichtig geworden, wie ich aussehe. Das war ganz spannend. Und ich glaube, das war schon auch der Einfluss von der Natur, dass einfach der Fokus woanders war. Natürlich, ich habe wenig Interaktion gehabt mit Menschen. Es ist natürlich auch schon fein, wenn man mit Menschen in Kontakt ist, dass man nicht gerade ein dreckverschmiertes Gesicht hat. Aber dann ist es auch gut, wenn man Leute hat, die einen auf sowas aufmerksam machen, wenn vielleicht ein anderer Mensch einem selbst ein Spiegel sein kann, auch fürs Äußere und die innere Welt natürlich auch. Also wenn man Freunde hat, die einem sagen, hey, du hast da was im Gesicht. Das ist ganz, ganz schön, finde ich. Genau, Spiegel. Das tun sie mit uns und das machen wir mit ihnen. Und wir können selbst wählen, ob wir Spiegel zu Hause haben oder nicht. Oder sie verhängen mit einem Bild von dieser Aussicht. So, weiter geht's. Da die Tomatenpflanzen bekommen Blüten. Ganz wenige. Die zweite auch ein bisschen. Bin da sehr gespannt, ob das wirklich Früchte werden irgendwann mal. So, der Wetterbericht ist eher sehr regnerisch für die nächsten Tage. Und Tomatenpflanzen mögen es nicht, wenn sie direkt angeregnet werden. Deswegen ist die Idee, das hier aufzuspannen und mit diesen Stückchen Regenrinnen das Wasser irgendwie dann so umzuleiten, dass es aus diesem gesammelten Bereich in die Eimer fließt. Bin gespannt, ob das funktioniert. So, ich glaube, wir fangen mal an, indem wir das hier da oben wo einhängen. Oh, Verzeihung.
Wir bauen das Ganze so, wie es eigentlich gedacht ist, als Vordach. Weil dann dient es uns auch als Vordach gleichzeitig. Wir hängen das da ein. Das kommt dann darüber. Und hier machen wir das so. Wir probieren das mal mit diesem Gebüsche hier. Ich würde sagen, wenn man sich 5 Knoten aneignet, die man gut aus dem FF herausknoten kann, dann kommt man schon sehr weit. Wahrscheinlich reichen auch einfach 2 oder 3. Oh, liebe Tomatenpflanzen. Vielleicht bringen wir die da in Sicherheit ein bisschen. Also ich würde sagen, man braucht einen Knoten, der eine nicht zuziehende Schlinge macht, dann einen Knoten, der sich zuzieht und dann wie man 2 Seile verbindet. Und mit dem kann man vermutlich 80% aller Knoten, die man braucht, abdecken. Im Leben und beim Campen. So. Sache ist halt die, dass man hier jetzt eine sehr lange Stange bräuchte. Das müsste jetzt genau daher, wo die Kamera steht. Ich kann es an der Kamera festmachen. Das gehen wir da im Boden rein. So. Haben hier wahrscheinlich noch ein passendes Stück Holz. Dann kann man das da einfach bei der Öse einhängen. Und wir haben etwas, das ein bisschen hält. Jetzt müssen wir das noch abspannen nach vorne, dass das auch gut hält. Dazu haben wir hier ein Seil. Dann machen wir jetzt einen Knoten, der sich nicht zuzieht. Sagen wir mal so. So, und wir nehmen da vorne einfach irgendein Gebüsch. Dann machen wir hier einen Prusik-Knoten. Der ist im Übrigen benannt nach dem Herrn Prusik, der ihn erfunden hat. Ein Bergsteiger. So. Schön. Wir haben ein Vordach. Jetzt können die Tomaten hier im Trockenen stehen. Und die Idee wäre, das Wasser irgendwie umzuleiten. Es kommt ja hier einiges an Wasser runter. Wir machen das so, wir stecken das einfach da rein in die Erde, geben es da drunter. Und jetzt müsste alles, was da vorne runterkommt, in die Tomate fließen. Theoretisch. Bin gespannt. Das machen wir mit der zweiten. Natürlich wäre es gut, das von da irgendwie abzugreifen. So irgendwie. Das können wir dann da
noch anders machen. Eher so eigentlich. So, jetzt rimmt es da alles in das Eck. Und wenn wir jetzt hier dasselbe Spiel machen, dann können wir das ins Trockene stellen und das ganze Wasser sollte theoretisch da reinrinnen. Bin ja sehr gespannt, ob das klappt. Ja, es ist stabil. So, wo bleibt der Regen? Die Wolken ziehen schon zu. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Aber auf jeden Fall kann ich jetzt die nächste Zeit, wenn es regnet, hier im Trockenen sitzen. Auch vorm Zelt. Was ganz angenehm ist, dann hat man da ein bisschen einen Bereich. Und jetzt warte ich nur mehr auf den Regen. Heute warte ich allerdings vergebens. Der Wind bleibt ruhig, alle Wolken ziehen unverrichtete Dinge wieder weiter und es bleibt trocken. Noch. Ein paar Tage später allerdings, als ich dann zu Hause bin, kommt der Regen, begleitet von Donner. Und davon nicht wenig. Ich bin gespannt, ob die Bewässerung bei den Tomaten funktioniert hat. Das werden wir aber erst nächste Woche sehen. Jetzt muss ich mir erstmal überlegen, wie ich denn den neuen See überqueren kann, der auf dem Feld, über das der Weg zu meinem Haus führt, entstanden ist. Meine Verwandtschaft, die aus Österreich zu Besuch ist, findet den See vor dem Haus allerdings wunderbar. Und auf diese Weise werde auch ich mich die nächsten 2 Tage zwischen Haus und Auto fortbewegen. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis nächste Woche in Jojos Camp.